Wir haben ein Thema, was ein bisschen paradox klingt für heute. Inmitten in einem Lebensprozess, wo Spannungen und Konflikte gibt, wie kann man freudevoll leben? So denkt man normalerweise. Um das ein bisschen auf eine andere Weise heranzukommen, das ist gut, dass wir einiges in anderen Bereichen in Betracht ziehen. Wenn wir einen Film oder Theaterstück oder einen Roman lesen oder anschauen, wir erwarten, dass es ein spannendes, interessantes, lebendiges Stück ist. Wenn alle Persönlichkeiten in diesem Film oder in diesem Theaterstück oder in diesem Roman nett und schön und freundlich und immer zufrieden sind, er findet keine Spannung. Das ist nackt. Wenn auf die Bühne kommt, alle Leute werden so zufrieden, glücklich miteinander vollkommen harmonisiert sind. Wir sehen, es ist langweilig. Es ist interessant zu sehen, dass das Lebensprozess besteht durch diese Polaritäten. Und wir sind in der Lage, das Leben auf eine tiefere Weise auf die Spur zu kommen, in dieses Zwischenspiel, in dieses Zusammenspiel der Polarität. Wir können Licht nur dann verstehen, weil es auch Dunkelheit gibt, im Vergleich zur Dunkelheit. Wenn wir nur Licht haben und keine Dunkelheit, dann das wäre wie diese Geschichte von einem kleinen Fisch in dem Meer. Er fragt die Mama, was ist das Meer, was ist das Ozean? Die Mama sagt, oh, wir sind im Meer, wir sind von allen Seiten von dem Meer geschützt. Aber der kleine Fisch kann das nicht begreifen. Und er fragt, aber was ist dieses Meer? Was meinst du wirklich damit? In dieser Geschichte geht es so, dass der Mama bringt ihn zu einem anderen Fisch, der ein bisschen Wege hat, Dinge sichtbar zu machen. Und dann dieser andere Fisch sagt ihm, komm, ich zeig dir, was das Meer ist. Und dann die gehen beide weiter. Nach langem Schwimmen kommen sie wieder an das Ufer. Und als sie an den Ufer annähern, schmeißt der große Fisch den kleinen Fisch ein bisschen aus dem Wasser. Und er ist plötzlich ohne Wasser, ohne in dem Meer zu sein, in eine ganz andere Situation gekommen, wo er das erste Mal merkte, da fehlt etwas. Und dann als der große Fisch diesen kleinen Fisch noch half, wieder ins Meer zu kommen und ins Wasser zu sein, fragte er ihn, weißt du jetzt, was das Meer ist? Dann schmunzelte er und sagte, ja klar. Es ist eine interessante Geschichte, weil wir verstehen das Leben nur durch diese Polaritäten und dessen Zusammenspiel. Und das Lebensdynamik besteht dadurch, dass diese Polaritäten in jedem Bereich aktiv ist. Erst als das für uns klar werden, dass wir können nicht die Welt ändern, weil die Welt braucht diese Polaritäten, aber wir können lernen, mit dieser Welt, ohne uns in die Extreme hineinzufallen, auf eine gesunde Weise in Gleichgewicht zu kommen und innerlich unverfangen und frei zu werden. Ich möchte eine kleine Geschichte erwähnen von einer indischen Schriften, Mahabharata.
Da ist diese Frau, wer die Mutter von den 5 Prinzen sind, die gütig und das Beste für alle wollen. Und diese Mutter war eine große Verehrer von der Gottheit Lord Krishna. Eines Tages kam Lord Krishna zu ihr und sagte, was wünschst du? Und sie wusste das, wenn sie was fragen wird, er kann alles erfüllen, er hat diese Fähigkeit, alles in Wirklichkeit alles Wirklichkeit werden zu lassen. Sie überlegte und überlegte. Nach langer Überlegung sagte sie zu ihm, bitte gib mir immer ein bisschen Schwierigkeiten. Er schaute sie an und sagte mit ein bisschen aufgesetzter, ernster Miene, warum willst du Schwierigkeiten haben? Alle möchten mehr Reichtum, mehr Macht oder mehr Ansehen, mehr Glück in das oder jenes. Warum willst du mehr Schwierigkeiten haben? Sie sagte, ich habe wirklich überlegt und habe ich eingesehen, dass wenn alles so gut läuft, das ist wie ein Rausch. Und dann vergesse ich, dass alles vergänglich ist. Ich beginne an alles anzuklammern, ich beginne an Dinge festzuhalten. Aber wenn es problematisch wird, wenn es Schwierigkeiten da sind, dann beginne ich das zu erinnern, dass alles vergänglich ist. Und dann denke ich auch an dich. Wenn alles gut geht, dann vergesse ich auch dich. Das ist eine interessante Geschichte, weil wir, wenn wir in unseren Lebensprozess genauer hineinschauen, können sehen, wenn alles gut geht, wir sind wie in einer Art unbewussten Umgang im Leben. Aber wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann beginnen wir zu überlegen, was ist los, was kann ich tun. Aber in unserer modernen Welt, wir haben so viele Ablenkungen möglich. Wenn etwas problematisch wird, anstatt den Probleme zu konfrontieren, damit tiefer zu befassen, zu überlegen, was das ist, was tatsächlich das Problematik ist. Wir können uns einfach ablenken. Ein Glas Wein, irgendwelche Drogen, oder wir schalten das Fernsehen an, oder heutzutage mit dem Internet und Handy, man kann mit all den sozialen Medien kann man so viel Zeit verbringen und so viel aufregende Sachen für den Kopf. Aber wir verpassen das Leben, wenn wir das, was uns wirklich bedrücken, nicht konfrontieren. Weil in jeder sogenannten Problematik, in jeder Herausforderung, in jeder Konflikt verbirgt auch eine Möglichkeit, dass wir dadurch uns entwickeln können, anstatt nur verwickelt zu sein. Und das ist sehr wichtig für uns, bewusst diese Möglichkeit vor den Augen zu führen. Weil normalerweise wir reagieren so automatisch und unbewusst. Wenn Probleme da sind, wir warten darauf, wenn ist es endlich vorbei. Wie kann man das schnell loswerden? Und wir sind so sehr auf das Äußere konzentriert, dass wir sehen nicht, was tatsächlich in uns alles abspielt. Und das ist, wo eine wirkliche Wende erforderlich ist. Dass es wichtig für uns ist, erst einmal
uns selbst, wie wir tatsächlich sind, auf die Spur zu kommen, um auf die richtige Weise mit dem Leben verbinden zu können. Wir folgen viele Wünsche, die nur aus unserer Prägung entstanden sind. Unsere Bedürfnisse sind nicht das Gleiche. Unsere Bedürfnisse sind weniger. Aber die Wünsche sind von überall gesammelt. Du musst so sein, du musst solch ein Haus haben, du musst ein solches Ansehen haben, du musst so viel Macht haben, du musst das hier erreichen. Das ist alles eingeprägt. Und wenn man blind daran glaubt, wie das oft geschieht, weil wir keine andere Perspektive haben, wenn es nicht möglich ist für uns all das zu erreichen, dann wir bewerten uns und in unseren eigenen Augen, wir sind ein Verlierer. Und das ist das Schwierigste zu überwinden. Wenn die anderen sagen, du bist ein Verlierer, das kann man ein bisschen mehr leichter abstreiten. Wenn man in der eigenen Vorstellung sich so beurteilt und glaubt, dass ich bin es nicht wert, ich bin unfähig, ich kann es nicht. Das wäre so ein hypnotischer Glaube. Und eigentlich, die ganze Verstrickung darin ist ein Missverständnis. Die Maßstäbe sind von der Gesellschaft, von den anderen erzeugt. Es ist nicht etwas, was wir aus unserer tieferen Wahrnehmung oder Intelligenz hervorgebracht Konzepte sind oder Richtungen sind. Weil das wird gesagt, du musst so sein, du musst das erreichen, du musst so viel verdienen. Und alle möglichen Sachen, was auf diese Weise als Ideal, als Norm festgelegt wird. Wenn man das unbewusst und blind ernst nehmen und wir das nicht schaffen, dann werden wir resigniert. Und nach das nistet sich ein. Das wäre so Depression. Und das wäre so eine Art von Haltung, dass alles hat keinen Zweck, alles hat keinen Sinn. Andere sind viel besser als ich. Und da kommt so viele psychische Probleme und viele versuchen das irgendwie zu unterdrücken. Und dann geht es um Alkohol und Drogen und andere Ablenkungsmöglichkeiten. So kann man sehen, aus Missverständnissen über was das Leben ist, wir können so viel Leid in unser Leben einbringen. Das Leben ist nicht das Problem. Unsere Art, damit zu verbinden, das ist, wo wir unsere Aufmerksamkeit zu bringen haben. Dann kann man sehen, dass jeder sieht die gleiche Situation so unterschiedlich und in den gleichen Herausforderungen, manche verlieren sich, verkommen und manche erblühen. Manche werden dadurch klarer, manche werden dadurch freier, manche werden dadurch reif. So kann man sehen, dass die äußeren Aspekte sind nicht, worüber wir erst einmal konzentrieren sollen, sondern wie wir das, was von außen kommt, begegnen. Wie wir das nehmen, was wir daraus machen. Das ist entscheidend. Die Welt ist groß, was von außen kommt, ist nicht in unseren Händen. Das kann man nicht ändern. Aber das, was wir daraus machen, das ist uns überlassen. Und in jeder Situation, wie ich oft das anspreche,
In jeder Situation, wir haben zwei Türen offen. Eine ist, was einem automatisch zu bestimmten Reaktionsvorgängen hineinziehen, wenn man das nicht nach unserer Erwartung läuft. Wenn wir geärgert oder bitter oder enttäuscht oder traurig und verlieren die Interesse daran. Aber diese sind, wenn man genauer hineinschaut, auch automatisch in uns entstehende Reaktionsvorgänge aus der Prägung. Wenn man diese Kleinigkeiten auf die Spur kommt und sieht es, ich muss das nicht folgen. Ich muss nicht damit identifizieren. Ich brauche keine Energie dafür zu geben. Ich kann das beobachten. Es ist diese Fähigkeit, dass wir als Menschen haben, dass wir das Potenzial von Bewusstsein in uns finden und dass wir das entwickeln können. Das ist, was den Menschen wirklich Besonderes macht. Ansonsten, wir sind wie jeder andere Tier oder ein Roboter. Es ist nicht so viel Unterschied. Ein bisschen äußerlich kann man wie Leben ebenso einzigartig erschaffen. Aber diese Fähigkeit, dass wir uns selbst beobachten können und dadurch in der Lage werden, unsere Umgangsweise mit das, was im Leben getan wird, zu ändern, dass wir die Zusammenhänge wahrnehmen können, dass wir in der Lage werden, zu entscheiden, ob wir in bestimmte Muster hineingehen will oder auch nicht. Ein Tier lebt im Einklang mit Leben, ist harmonisch, hat keine Existenzprobleme, psychische Probleme, muss nicht zu irgendwelche Fürsorge für die Zukunft Gedanken machen. Es lebt, wie man in Anführungszeichen sagen kann, wie meditativ, in der Gegenwart und so majestätisch. Wenn man die Tiere anschaut, die sind ohne Sorgen, ohne irgendwelche Last von der Vergangenheit, einfach mit dem Leben im Fluss. Aber die Tiere haben nicht diese Fähigkeit, das Leben zu verstehen. Die Tiere haben noch nicht die Fähigkeit, das Leben, wie es tatsächlich ist, auf der Spur zu kommen. Sie sind im Einklang mit dem Leben, aber im Menschen ist das Tier etwas weiterentwickelt. Wir sind nicht nur in der Lage, unsere Reaktion nachzugehen, wir können auch neue Möglichkeiten zu reagieren entwickeln. Zum Beispiel, wenn Konflikte da sind, wir können sehen, es muss nicht gleich zum Kampf und Totschlag kommen, wir können das auch mit bewusster Umgang, mit Überlegung von den Bedürfnissen voneinander auf eine intelligente Weise lösen. Und dadurch eine friedliche, liebevolle Miteinandersein verwirklichen kann. Aber das verlangt von uns inneren Einsatz. Es kommt nicht automatisch. Die evolutionäre Vorgänge hat uns dazu gebracht, dass wir diese Potenzial in uns finden. Und dann ab diesem Punkt, die weitere Entwicklung ist nicht automatisch. Das ist uns überlassen. Deshalb
Es ist ein großer Respekt der Natur, dass jeder kann für sich entscheiden, ob er nur in dieser automatischen Weise blind reagierend das Leben vorbeiziehen lassen oder sich entwickeln. In der Natur wir sehen diesen Vorgang von einer Raupe, wer durch diese Kokon und der Metamorphose, was da geschieht, so eine Schmetterling wird. Wir können, wenn wir eine Raupe anschauen, wenn man ohne vorige Verständnis darüber, oder wenn wir nicht irgendwo das mitbekommen haben, normalerweise kann man das nicht vorstellen, dass diese Raupe wird zu einer Schmetterling. Aber das ist in der Natur so. Diese Raupe geht durch eine Phase und wo es sich zurückzieht und geschieht eine Umwandlung. Und von dieser Raupe wird ein Schmetterling wird nicht so kriechend auf der Erdoberfläche bleiben, sondern kann fliegen. Das ist ein interessantes Beispiel, interessantes Bild. Weil im tieferen Sinne jeder Mensch braucht durch diese innere Metamorphose durchzugehen. Wir brauchen uns auf eine tiefere Weise zu begegnen. Es erfordert von uns, dass wir uns selbst wahrnehmen und dadurch in uns vorhandene Potenzial zur Entwicklung verhelfen. Und das kann niemand anderen für uns tun. Anderen kann uns in dieser Hinsicht inspirierend, ermutigend, unterstützend, behilflich sein. Aber die wirklichen Schritte ist die innerste Entscheidung von jedem. Und das ist die große Respekt der Natur an Menschen. Wir können nicht nur Ja sagen, wir können auch Nein sagen. Wir können in dieser Glaube uns beharren, dass ich bin dieser Körper, ich bin diese Persönlichkeitsbild und ich bin so anderes. Ich bin getrennt von allen, ich lebe mein Leben. Man kann diese Vorstellung von einer kindischen Individualität blind nachgehen oder die wirkliche Individualität auf der Spur kommen und sehen, wir sind Teil von diesem Mysterium des Lebens. Und dennoch, jeder ist einzigartig. Leben manifestiert durch jeden so einzigartige Weise. Wir brauchen nicht extra was zu machen, um individuell darzustellen. In unserem Natürlichsein sind wir am besten individuell. Weil Leben hat uns dazu alles gegeben. Das ist der Grund, warum Menschen, die tiefer mit dem Leben befasst haben, erinnern jeden daran, erst akzeptiere dich, respektiere dich und dann bringe Bewusstsein im Leben. So dass es einem klar wird, was alles in uns verborgen liegt. Und wie das Leben so ein Wunder ist. Ohne diese absichtliche Art des Wahrnehmens, wir gehen vieles einfach vorbei. Wir erfahren vieles nicht, wir nehmen vieles nicht wahr. Und das ist, was ändern wird, indem wir beginnen,
unsere Aufmerksamkeit zu das, was in einem selbst innerlich abspielen, bringen und so eine andere Grundlage für Wahrnehmung ermöglicht. Zum Beispiel jetzt, wenn wir hier sind. Ihr könnt auch das ausprobieren, wenn ihr dabei sind, zuzuhören. Man kann in einer automatischen Weise alles sozusagen zuhören und dann, ja, stimmt nicht, das, ja, okay. Auf diese Weise sind wir auf die anderen konzentriert, auf die äußerlichen Aspekte konzentriert. Aber wenn ihr dabei auch diese inneren Vorgänge selbst zu betrachten beginnen, wenn ihr nicht nur das, was von außen kommt, zuhören, sondern was innerlich abspielen, auch einfach in den Wahrnehmungsbereich hineinbringen. Das ist eine Vertiefung der Wahrnehmung, das ist eine Erweiterung der Wahrnehmung. Das ist eine Inklusion. Und das macht einen großen Unterschied, indem wir nicht nur das, was von außen kommt, in Betracht bringen, sondern auch das, was innerlich abspielen. Auch wenn es so winzig klein erscheint, dieser Schritt, es ist von unvorstellbarer Bedeutung. Weil da geschehen zwei Sachen. Ein Aspekt, was da geschieht, ist, dass wir einen inneren Abstand zu den sogenannten Ich entwickeln, so dass wir sehen können, was alles in uns abspielt, was alles in uns am Werk ist. Dann kann man auch sehen, das sind positive und negative Aspekte, schöne und unschöne Aspekte, freundliche und unfreundliche Aspekte. Und Aspekte, was wir oft nicht vorstellen können. Wie kann ich so einen Gedanke haben? Wie kann so ein Gedanke in mir kommen? Alles kommt, alles fließt durch uns. Und wir können das beobachten. Wir können sehen, dass das ist mir überlassen, ob ich mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen identifizieren und da reingehe oder einfach beobachten. Manche Gefühle, die positiv sind, lebensbejahend sind, intelligent sind, wir können intensiv hereingehen. Aber manches, was lebensfeindlich ist, unliebsam ist, was man als ungesund nennen kann, kann man beobachten und vorbeiziehen lassen. So sind wir nicht eine Sklave unserer Vergangenheit. So sind wir nicht eine Sklave unseres Verstandes. Das ist, wo wir beginnen, erst einmal einen Schritt dafür zu nehmen, im tieferen Sinne, im gesunden Sinne, eigener Herr zu werden. Das ist kein Machtspiel mit irgendjemand anderem. Das ist nicht ein Versuch, jemand anderen zu kontrollieren oder zu manipulieren. Das ist eine Fähigkeit, die wir entwickeln, wo wir sehen, ich kann frei, intelligent, schöpferisch, liebevoll, verständnisvoll im Leben sein. Und das ist sehr erfüllend, befreiend. Wenn das durch eigene Beobachtung, durch eigene Erfahrung jemand auf die Spur kommt, das ist ein sehr wesentlicher, sehr entscheidender Entwicklungsprozess. Dann sieht man das. Es öffnet uns Türen, die uns dazu bringen zu sehen, was für ein Wunder dieses Leben ist.
Was für ein Geschenk. Je tiefer unsere Aufmerksamkeit werden, desto deutlich wird es für uns, dass alles im Leben, in jede kleine winzige Detail, da ist so viel Intelligenz, so viel Fürsorge. Jede Blume, jede Zelle in unserem Körper, jeder Faktor des Lebensprozesses. Wenn man die Aufmerksamkeit in diese Bereiche bringt, dann wird es einem klar. Überall, da ist Fürsorge. Überall, da ist so viel Intelligenz. Überall, da ist so viel Verspieltheit, Ästhetik, Schönheit. Je tiefer wir mit uns selbst befassen, desto deutlich wird es für uns, dass wir sind nicht auf diese Welt als Strafe geschickt. Dieses Leben ist kein Flug, sondern ein unvorstellbares Glück, ein unvorstellbares Segen, ein Geschenk. Wenn es durch eigene Beobachtung, durch eigene Vertiefung der Wahrnehmung für einen klar wird, dann kann man sehen, in der Welt wird immer diese Polarität im Spiel sein. Aber indem wir nicht blind dazu reagieren, wir tragen auch indirekt dazu bei, dass die Polaritäten nicht so extrem werden. Je tiefer das Bewusstsein, desto weniger dieser Extremismus in dieser Welt. Je mehr Menschen diese Sensibilität verkörpern, desto weniger Gewalt in dieser Welt. Deshalb, ich habe ein Projekt ins Gang gebracht, im Internet, mit dem Begriff Transform the World from Within, transformiere die Welt von innen. Wenn wir wirklich für die Welt etwas tun möchten, denn das beginnt mit uns selbst. Wir sind Teil dieser Welt. Und wenn wir uns selbst verstehen und dadurch eine Entwicklung in unserem Leben zustande kommt, wir tragen direkt und indirekt dazu, dass eine Lebensentwicklung so geschehen kann, dass es möglich wird, dass wir Menschen mehr verständnisvoll, mehr harmonisch, mehr liebevoll miteinander sein können. Deshalb die Polarität und dessen extreme Entwicklungen sind auch immer wieder verknüpft mit dem Bewusstseinsprozess. Das ist ein Aspekt. Aber was wir sehen können, ist, indem wir dieses Bewusstsein in unser Leben bringen und uns darin vertiefen. Ob die Welt ändert oder nicht, unser Leben wird voller Dankbarkeit werden, voller Freude werden. Weil wir werden fähig zu erkennen, dass wir Teil einer Wunder ist, Teil eines Mysterium ist, dass wir nicht getrennt ist von dem Schöpfer. Dieser Begriff von Schöpfer und Geschöpfte oder Schöpfer und Schöpfung ist auch eine dualistische Vorstellung. Und der Begriff in der Einsicht der Nicht-Dualität, da ist eine ganz interessante Art des
angedeutet wird. Und das ist in der indischen Mythologie eine interessante Perspektive. Die sagen, Gott und die Welt ist wie ein Tänzer und der Tanz. Man kann den Tänzer und den Tanz nicht trennen. Es ist nicht wie anderen Künstlern, jemand hat eine Gemälde gemalt und dann die Gemälde ist da und der Künstler ist weg und die Gemälde steht da. Aber beim Tanz, der Tanz ist eine Manifestation der Persönlichkeit, der Lebensenergie. Und es ist nicht getrennt von dem Tänzer selbst. Daher gibt es einen Begriff von Gott als Nataraja, Gott und die Welt. Der Göttliche ist ein tanzender Gott und diese Welt ist nicht getrennt von ihm. Diese Perspektiven sind poetische Hinweise dafür, um einem dazu zu einladen, dazu zu ermutigen, dazu zu inspirieren. Schaut tiefer hinein. Uns erwartet eine unvorstellbar erfüllende Realität. Aber wir können das auch verpassen, das ist auch uns überlassen. In der Sufi-Tradition gibt es eine Geschichte. Ein Mann lebte als ein Bettler. Und morgen bis abends bettelte er für seinen Lebensunterhalt. Und lebte viele Jahre in einem Platz, blieb in diesem Stelle bettelnd. Eines Tages starb er. Und dann die Leute von der Stadt kamen, den Platz zu reinigen. Und als sie da etwas tiefer graben wollte und reinigen wollte, haben sie gemerkt, da ist etwas Schweres da unten. Und als sie etwas tiefer gingen, merkten sie, da ist eine große Truhe. Und für ihr Erstaunen konnten sie das nicht glauben, dass diese Truhe war voll mit wertvollsten Gold und Diamanten. Mit viel Schmuck, viel Wertvolles. Auf diesem Truhe sitzend bettelte dieser Mann ohne das Bewusstsein, dass er unter sich das hat. Lebte als ein Bettler und starb als ein Bettler. Wir tragen dieses unglaubliche Potenzial in uns, aber es liegt verborgen. Und unsere Aufgabe, unsere Chance als Mensch ist, das zu entdecken, das zu erfahren. Aber wir können das auch verneinen. Wir können auch Gewohnheiten blind folgen. Und das ist unsere Gefahr. Das bringt der Mensch in eine ganz besondere Lage, weil das uns überlassen ist. Es ist die individuelle Entscheidung von jedem, was wir aus diesem Leben machen. Dann kann man sehen, dass durch diese Vertiefung des Bewusstseins, was wir in der Lage ist zu verwirklichen, es uns möglich wird, in der Welt zu sein, ohne uns in dieser Welt zu verlieren. Das ist, was in der Zen-Tradition so gesagt wird. Sei auf dem Marktplatz, aber lass den Marktplatz nicht in deinem Herzen rein. In China haben sie eine Ausdrucksweise,
dem geschäftlichen Bereich sei eine Schüler von Konfuzius. Aber wenn du nach Hause kommst, wird eine Schüler von Lao Tse. Konfuzius ist wie Aristoteles, berechnend, alles kalkulierend. Und Lao Tse sagt, folge der Natur. Höre das, was Leben dir sagen will. Sei natürlich, sei einfach. Das ist ein Paradox, was wir in gewisser Weise bewusst miteinander verbinden können. Wir nennen etwas normalerweise paradox, weil wir diese zwei Aspekte nicht vereinen können. Und die stehen da im Konflikt. Und wir wissen nicht, wie man damit zurechtkommen kann. Indem wir bewusst die beiden Aspekte akzeptieren und respektieren und sagen, okay, beides ist da. Beide Möglichkeiten sind in unserem Leben da. Es ist uns überlassen, ob wir bewusst damit auseinandersetzen und die Möglichkeiten dort anwenden, wo es relevant ist. Das bedeutet, anderes gesagt, eine intelligente Art mit dem Leben zu befassen. Und im Grunde genommen, das ist alles, was wir wirklich brauchen. Weil Intelligenz ist nicht nur für bestimmte Menschen gegeben. Die wirkliche Intelligenz ist kosmische Intelligenz. Das ist für jeden zugänglich. Indem wir uns innerlich und absichtlich dafür öffnen und mit ein bisschen Humor das Leben betrachten, dann kann man sehen, das Leben ist ein kosmisches Spiel. Das Leben ist nicht so etwas Ernstes, wo wir die ganze Zeit so mit einem tierischen Ernst rumgehen müssen, sondern das, was wir so gewinnen und verlieren können, beides ist vergänglich. Wir kommen ohne alles und wir gehen ohne alles. So warum diese ganze Aufregung? Indem wir diesen Abstand zu unserer Welt und diese Spiele der Welt haben, dann kann man in der Welt sein, ohne blind davon uns übernehmen zu lassen. Aber ohne diesen Abstand sind wir identifiziert und nehmen alle Reaktionen so sehr ernst, sind darin verstrickt. Und dann, das ist kein Spiel, das ist ein Leid. Das ist kein Roman oder Film oder Theaterstück, die wir von Abstand betrachten und so genießen können und sagen können, wow, das war ein spannendes Film. Wir sind da in den Geschehen verstrickt und dann das ist nicht mehr so spannend. Deshalb diese Bewusstsein schafft diese Möglichkeiten uns, wo wir das innere Geschehen, ohne sich damit zu identifizieren, beobachten kann. Und dadurch einen anderen Zugang, eine andere Umgangsweise im Leben verwirklichen kann. Wir sprechen oft in der modernen Welt von Toleranz sein, Verständnis für anderen haben, Unterschiede akzeptieren. Aber wie kann man das verwirklichen, wenn wir uns selbst nicht akzeptieren können, wenn wir die Konflikte in uns selbst nicht klären können? Erst als wir tiefer mit uns befassen, dann geschieht wie ein Nebenprodukt.
Verständnis für die anderen. Dann geschieht Toleranz, weil wir sehen, dass jeder ist einzigartig. Und wer sind wir, das zu bestimmen, dass jemand so sein muss und nur dann ist er in Ordnung? Jede Kultur hat unterschiedliche Maßstäbe und Vorstellungen, aber wir können sehen, dass das ist immer so relativ. Sie können das haben, aber wir brauchen nicht uns darin zu verstricken. Als Spiel mit Abstand betrachtet, Leben ist anderes. Aber wenn wir in diese Rolle verfangen werden, das ist kein Spaß mehr. Ich habe eine Geschichte gehört. Während der Feierlichkeiten über den Geburt von Abraham Lincoln, 100 Jahre Abraham Lincoln oder 150 Jahre Abraham Lincoln irgendwo, die haben eine große Feierlichkeit in den USA gehabt. Und da haben sie jemanden als Schauspieler, der die Rolle von Abraham Lincoln spielte. Und die haben jeden Tag in einer anderen Stadt dieses Theaterstück aufgeführt. Und der Schauspieler, der diese Rolle verkörperte, von Abraham Lincoln, fand das super. Und die anderen fanden es auch interessant, weil er muss beinahe mit diesem Bart und seine bestimmten Äußerlichkeiten im Alltagsleben auch mitmachen. Und viele Leute haben angefangen, ihn Hallo Mr. Abraham Lincoln so zu benennen. Und nach und nach, er war so gut drauf in dieser Rolle. Aber eines Tages war dieses feierliche Jahr vorbei. Aber er konnte das nicht glauben, dass er ist nicht Abraham Lincoln. Er dachte, dass ich bin Abraham Lincoln. Die anderen nahmen es ein bisschen mit Humor und sagten, ja, okay, du bist Abraham Lincoln. Aber er meinte das zu ernst. Es war nicht mehr, dass er das sagte, ich bin Abraham Lincoln. Und nein, er wollte, dass alle anderen ihn als Abraham Lincoln anerkennen. Und die anderen sagten, hey, dieses Theaterstück ist vorbei, jetzt kommen wir zur Normalität. Aber er sagt, was sagt ihr? Könnt ihr nicht sehen, ich bin Abraham Lincoln. Dann versuchte der Regisseur ihn klarzumachen, hey, wir haben dich als so und so, als Williams kennengelernt und du bist in diese Rolle reingekommen, jetzt hast du das gut gemacht, aber jetzt ist es vorbei, lass es los. Er sagt, nein, könnt ihr das nicht sehen, dass ich bin Abraham Lincoln? Und dann bringen sie ihn zu einem Psychiater. Er versucht ihn auch klar zu machen, aber er hatte keinen Erfolg. Und dann dachte er, ich bringe ihn vor einen Lügendetektor. Und dann werde ich die Frage stellen, wer sind Sie? Und dann, wenn er sieht, dass er lügt, dann hat man etwas Handfestes. So er stellt den Lügendetektor dar und fragt ihn, wer sind Sie? Und dieser Mann war so müde von diesem ganzen Versuch von allen, nicht mehr als Abraham Lincoln zu nennen. Und er sagte, ich bin Williams. Und dann zeigt der Lügendetektor, er lügt. Es mag nur eine Geschichte sein, aber wir verwickeln uns in unsere Rollen und Vorstellungen von wer wir sind, was wir sind, unsere Image, so unbewusst und tief, dass wir vergessen, wer wir wirklich sind, was wir tatsächlich sind. Da kann man diesen Spruch von Jesus in Betracht bringen. Jemand fragt ihn, wer von uns kann in den Königreich Gottes kommen? Und er sagt bei einem kleinen Kind und sagt, wer wieder wie dieses Kind wird, wer in den Königreich Gottes kommt.
Es ist ein sehr wichtiger poetischer Hinweis. Er sagt nicht, dass dieses Kind wird im Königreich Gottes kommen, oder? Er sagt, er wird wieder wie dieses Kind wird. Und was bedeutet das? Wir waren alle Kinder. Was hindert uns daran, das Glück zu leben? Was hindert uns daran, freudevoll zu leben? Wir sind in unserer Persönlichkeitsbild, in unserer Prägungen, in unserer Identifikation mit dem Körper und den Begriffen zu sehr verfangen. Ein Kind, wer zur Welt kommt, sagt nicht, ich bin so und so. Das Kind hat keinen Namen. Wir geben dem Kind einen Namen und sagen, du bist so und so. Und am Anfang beginnt das Kind auch so zu sprechen, als ob in dritter Person. Thomas ist hungrig oder Renate ist hungrig. Oder es sagt nicht, oder sie sagt nicht, dass ich bin hungrig. Diese Idee, dass wir bringen ihm bei. Und das Kind braucht eine gewisse Identität in der Welt, Fuß zu fassen. Das ist, wie man jemanden in ein bisschen Rausch reinbringen. Und wir sind voll drin in diesem Rausch. Und wenn wir in dem Rausch drin ist, das Leiden, was da empfunden wird, ist es wirklich Leiden. Wir leiden da. Das ist schmerzlich. Man kann jemandem nicht sagen, dass dein Leiden ist nur eine Einbildung. Das stimmt nicht. Aber dennoch, wenn wir innerlich einen Abstand zu allem, was in uns abspielen, finden, wenn wir das alles, ohne sich damit zu identifizieren, beobachten, kann man sehen, ich habe die Möglichkeit, nicht in diese Leiden mich zu verstricken. Ich kann das beobachten. Ich muss keine Energie dafür geben. Das ist mir überlassen. Dieses Potenzial, was wir in uns tragen, das zu verwirklichen, das ist unsere Chance, unsere Aufgabe. Und das ist, was uns dazu helfen kann, in der Welt zu sein, mit all diesen Höhen und Tiefen, all diesen Konflikten und Herausforderungen. Und dennoch innerlich freudevoll, dankbar. Im Lebensprozess mitzufeiern, mitzutanzen, mitzuleben. Es ist unsere innerste Bereitschaft, wie mit einer fortdauernden Initiative umzusetzen haben, was entscheidend ist. Weil jetzt, wenn wir das so auf diese Weise in Betracht ziehen, kann jeder einigermaßen das auf die Spur kommen. Weil die Vergesslichkeit ist da. Der Automatismus zieht uns immer wieder in den gewohnten Richtungen. Und wenn man rausgeht und wenn man nicht so bewusst dabei ist, das alles zu beobachten, die Reaktion kommt von dem Automatismus. Deshalb, es genügt nicht, wenn man darüber informiert sind. Wir müssen uns dafür Schritte unternehmen, sodass es auch so eine Transformation in unserer Lebensentwicklung werden kann. Und das ist die individuelle Initiative, was jeder zu tun hat. Alles dafür zu unternehmen, so diese Wachheit vertiefen kann, sodass alle Hilfe, was dafür möglich ist, zu nehmen, sodass dieses Bewusstsein wirklich die Grundlage unserer Umgang im Leben werden kann.
Das ist, was damit gemeint ist, in der Welt zu sein, ohne sich in der Welt zu verlieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir werden etwas Zeit auch für eventuelle Fragen nehmen. Wir haben noch über eine halbe Stunde. Okay, dann. Gut. Gibt es irgendwelche Fragen oder irgendwas, was jemand da ist zum Sagen oder zum Ausdruck? Was war die letzte Herausforderung, die du erlebt hast und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht kann ich was daraus lernen. Jeden Tag ist Herausforderungen da. In jeder Situation, wenn wir wirklich im Leben sind, ist ein ständiges Lernprozess. Die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft offen zu sein, die Bereitschaft wachsam es zu begegnen, was Leben bringt, das ist, was von unserer Seite entscheidend ist. Weil jeder Mensch, den wir begegnen, ist neu. Das ist eine Herausforderung. Aber das ist kein Problem. Wenn man sagt, okay, ich folge nicht meiner automatischen Beurteilung und halte nicht daran fest, sondern ich bleibe wach und offen. Das ist die Herausforderung, wach und offen zu bleiben, sodass wir nicht den Automatismus alles überlassen. Dann alles, was kommt, Höhen und Tiefen, in allen Bereichen. Je lebendiger wir werden, desto auch größere Herausforderungen kommt. Weil Leben sieht, aha, okay, der kann das benutzen und dadurch weiterentwickeln. Deshalb sagt man in der Sufi-Tradition etwas, was vielleicht so ungewöhnlich klingt. Sie sagen, Gott gibt denen mehr Probleme, wie man gerne hat. Es klingt vielleicht ganz anders als unsere normale Vorstellung von Liebe und freundlich sein. Aber wenn man genau betrachtet, dann kann man sehen, dass jede Herausforderung bringt uns in eine Situation, wo wir unsere Intelligenz, unsere Fantasie, unsere Schöpferkraft anwenden können. Oder wir können auch uns in die automatischen Reaktionsvorgänge, die sehr oft in negative Richtung uns hineinziehen, verstricken können. Wenn manches nicht so läuft, wie wir das wünschten, wenn wir traurig oder bitter oder enttäuscht, das kommt als automatische Reaktion. Aber wenn man das beobachten kann und nicht da mitgehen, nicht dagegen kämpfen, dann die Energie ist frei. So, die Herausforderung ist in jedem Moment im Leben da. Es ist nicht nur, dass irgendwann dann war eine Herausforderung, dann habe ich das gemeistert. Es ist nicht so. Es ist, je lebendiger wir werden, desto mehr sind auch Herausforderungen. Und das ist, was wir auch in der Welt sehen. Die Welt bringt viele Herausforderungen. Aber wenn man genau betrachtet, das bringt auch Menschen mehr zur Lebendigkeit. Das ist das Paradoxe, was man so als Lebensprozess nennen kann. Wenn keine Problematik da ist, keine Herausforderung da ist, alles nach unseren Vorstellungen wie geschmiert läuft, dann brauchen wir nicht präsent zu sein. Dann kann man in eine tiefe Koma reinfallen. Ich habe Ihnen gestern gesagt, das ist wie es im Lebensprozess geschehen kann, dass ohne Herausforderung wir können das Leben verpassen. Wir können alles als selbstverständlich nehmen. Und wir können glauben, dass wie ich das betrachte und wie ich das bewerte, das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Aber Leben ist viel, viel tiefer, viel, viel geheimnisvoller.
Lebendig sein bedeutet ständig lernen. Herausforderungen annehmen bedeutet offen sein von Situationen zu entwickeln, mit der Situation so schöpferisch wie möglich zu befassen. Und da ist diese Erinnerung sehr wichtig, da ist diese innere Wachheit sehr entscheidend, dass wir nicht die Automatismus und dessen Reaktionsprozesse blind folgen. Die negative Reaktionen beobachten, mit der schöpferische, auf intelligente, fantasievolle Weise befassen. Sie wollten was fragen? Ja, ich denke, wir erleben ja zurzeit eine gewaltige Herausforderung, nicht mit diesem Attentat wieder gestern in London, nicht, wo dieser Terror immer mehr aufkommt. Und ich denke, da werden so viele Ängste in die ganze Gesellschaft hineingebracht. Und da braucht es wirklich viel Kraft, da die Freude nicht zu verlieren. Das ist wirklich innere Kraft. Aber wir müssen sehen, was hier gesät wird, ist natürlich immer wieder die Angst. Und die Angst ist ja der größte Feind. Und wenn ganze Gesellschaften eine Angst haben, dann ist das schon eine riesige Herausforderung. Was Sie sagen, ich verstehe sehr gut, was Sie sagen, aber es ist eine riesige Herausforderung und immer größer, dass der Einzelne dem widerstehen kann und sagen kann, und trotz all diesen Terror versuche ich, bleibe bei der Freude. Und man sieht ja auch erstaunliche Reaktionen, nicht Leute, die sofort sagen, so nicht mit uns. Wir lassen uns nicht von der Angst infizieren. Da muss man, das ist ein guter Beispiel und es ist wichtig, dass wir auch das wirklich vor den Augen führen. Angst ist eine Reaktion in uns. Indem wir beginnen, diese Angst und was alles damit verknüpft ist, im bewussten Bereich zu bringen, geschieht vieles. Das ist, was erforderlich ist. Indem wir glauben, dass wir müssen diese sogenannten bösen Leute mit mehr Macht und mehr Stärke kämpfen und dadurch das Problem gelöst werden kann. Wenn jemand das glaubt, dann verirrt man. Weil es ist ein großes Missverständnis in verschiedensten Ebenen, was da abspielt. Wir können nicht Gewalt und Unbewusstheit, was dahinter verbergen, nur durch unbewusste Reaktionen in Gewalt und Rachgefühle ändern. Das verstärkt die ganze Verwicklung und kann viel mehr zerstören. Wenn wir wirklich eine Veränderung wünschen, dann ist es wichtig, dass wir die Grundlagen der Ängste in uns zu konfrontieren beginnen und lernen nicht, den Angst unserer Meister zu bleiben, Meister werden zu lassen. Angst ist grundsätzlich die Angst vor dem Tod. Das ist einer der Hauptfaktor. Und unsere Aufgabe ist zu fragen, wer bin ich wirklich? Was ist wichtig? Wer stirbt? Und gibt es, was nicht zum Tod gehört? Es ist durch diese Auseinandersetzung mit uns selbst, dass wir in der Lage werden, zu erkennen, dass wir sind in diesem Körper, wir haben dieses Persönlichkeitsbild, aber dennoch, unser innerstes Wesen ist nicht dieser Körper noch Persönlichkeitsbild. Unser innerstes Wesen ist etwas Tieferes und Geheimnisvolleres. Das ist auch der Grund, warum manche
Menschen, die tiefer mit dem Leben befasst haben, immer wieder einem darauf erinnern, Suche nach Wahrheit, Suche nach, wer du wirklich bist. Oder wie in der christlichen Lehre gesagt wird, suche nach Gott und alles wird dir gegeben. Das sind alles Hinweise dafür, suche, was wirklich ist, suche, was tatsächlich ist. Die Suche nach Wahrheit bedeutet erst einmal die Illusionen als Illusion zu erkennen, die Scheinwelt nur als Scheinwelt zu erkennen und hinter diesem, was verbergt, auf der Spur zu kommen. Das ist ein Schritt, was uns dazu helfen kann, schöpferisch und intelligent zu antworten, anstatt von Angst mit mehr Wut und Ärger und Bitterkeit mehr ins Negativität hinein zu katapultieren. Ich habe gehört, während nach dem Terroranschlag in England bei diesem musikalischen Manchester, da war eine ganz interessante Veranstaltung. Die Leute haben ein Lied gesungen, Don't Look Back in Anger. Da ist irgendwie ein bisschen Verständnis. Die Menschen haben etwas begriffen. Lass uns nicht die Negative von den anderen nur auf dieselbe Münze zurückzahlen und glauben, dass das ist die Lösung, sondern anstatt in Ärger und Wut zu gehen, lass uns schöpferisch, intelligent, gesunderweise mit dem Leben, mit den Herausforderungen befassen. Und das ist, was individuell und auch global erforderlich ist. Wenn wir unsere Ängste konfrontieren, wenn wir tiefer mit uns selbst befassen, wir schaffen eine Grundlage für uns selbst, klarer und freier zu werden. Und wir werden auch eine Grundlage für die Welt, weil wir sind Teil der Welt, wir sind nicht getrennt von der Welt, wir sind nicht getrennt von der Natur, wir sind Teil der Natur. Indem wir unsere Realität tiefer in Betracht bringen, wir schaffen Grundlagen auch für Entwicklungen, die sehr wertvoll ist für die Welt, für die Gesellschaft, für die anderen. Aber es ist nicht eine logisch-rationale, gleich einordnbare Dinge, die man nur von Kopf her machen kann oder Kopf her machen soll. Es ist ein Schritt, was wir von dem logisch-rationalen Bereich hinaus zu tun hat, um uns in unserer Gesamtheit zu akzeptieren und zu wahrnehmen. Das logisch-rationale Aspekt, der Verstand, ist ein Teil von unserer Realität. Aber dieser logisch-rationale Aspekt kann nicht das Leben in einem Konzept reduzieren und glauben, dass jetzt habe ich in meiner Westentasche. Das ist, warum Menschen, die tiefer mit dem Leben befasst haben, das Leben als ein Mysterium nennen. Und in tiefer Betrachtung kann man es auch sagen, alle unser Wissen ist im relativen Sinne sehr nützlich, hat eine praktische Bedeutung, aber es ist nicht die Wahrheit. Wir können nicht das Leben zu einem Wissen reduzieren. Und das ist auch schon so, wenn man wirklich damit befassen, dann wird man sehen, weil wir sind nicht nur dieser logisch-rationale Aspekt. Unsere Realität ist viel tiefer. Ja. Was machen Sie, wenn Sie sich von jemandem schlecht behandelt fühlen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Eine ist in unserer Traurigkeit oder Bitterkeit oder Ärger oder Wut
blind hineinzugehen, um zu reagieren, was oft passiert. Oder manche machen das so, die unterdrücken alles, schlucken alles rein und versuchen da ein bisschen brav zu sein und zu reagieren. Aber beides sind keine wirkliche Lösung, weil wenn man blind in Ausdruck gehen, das schafft Kettenreaktion. Das kann alles eskalieren, zur Eskalation bringen. Wenn man das nur unterdrücken, das ist nur eine Verschiebung. Das ist nur eine Frage der Zeit, wenn es zum Explosion kommen kann und manchmal so heftig und in unerwarteten Momenten. Aber wenn man sieht, das ist auch ein energetischer Prozess, was damit verknüpft ist. Und das ist, wo unsere Fähigkeit des Bewusstseins eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich habe gestern das auch ein bisschen erwähnt gehabt, in diesem Bereich. Wir können lernen, unsere Reaktionsvorgänge zu beobachten. Und als wir diesen Wahrnehmungsprozess vertiefen, es kann zu solch einem Punkt kommen, wo auf einer Seite die Reaktionen auftauchen, aber gleichzeitig ist auch der Wahrnehmungsprozess sehr intensiviert, sodass wir sehen können, okay, jetzt bin ich traurig oder fühle ich so verletzt, aber ich kann es beobachten, ich kann ohne blind da reinzugehen, die Energie darf uns sich befreien lassen. Einfach durch die Beobachtung, ohne Einmischung. Und das ist, was jeder durch das Bewusstseinsprozess verwirklichen kann. Es ist menschlich, dass wir traurig werden, bitter werden, wütend werden, geärgert sind. Aber wenn wir in diesem menschlichen Reaktionsprozess uns begrenzen lassen, denn wir hindern unsere Fähigkeit als Mensch zu entwickeln. Wir unterdrücken unsere Intelligenz. Wir geben nicht unsere Sensibilität die Chance. Wir geben nicht unserem Herz die Chance, andere Aspekte zu offenbaren, um das zu leben. Durch diesen Abstand zu uns selbst werden wir fähig zu sehen, was ist wirklich in dieser Situation. Wenn die anderen wirklich unsensibel sind, verloren sind, verstrickt sind und wer das durchblicken kann, wir werden mehr Mitgefühl für die anderen empfinden. Es ist nicht etwas, was wir so zu produzieren haben, sondern es ist ein Nebenprodukt, wenn unsere Klarheit da ist. Deshalb Jesus konnte in seinem Gebet gegenüber diesen Menschen, die ihnen so viel Leid vorgebracht haben, sagen, oh Vater, vergebe denen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war nicht so eine Art von Nettsein und ein bisschen hoffentlich sein. Es ist einfach die Wahrnehmung. Er konnte das sehen, dass diese Menschen sind in ihre Sichtweisen verstrickt und können nicht weiter blicken. Und so reagieren sie. Anstatt denen zu bestrafen, sie brauchen Hilfe. Im Leben von Buddha war eine Geschichte, als er in ein Dorf kam, viele Leute waren da, in den brahmanischen Kasten, und sie fühlte durch das Lehre von Buddha ihren Beruf bedroht, weil Buddha hatte die tieferen Lehren in normaler Sprache herausgebracht. Er hatte mit Menschen ohne Sanskrit zu sprechen, in normale gesellschaftliche Sprache. Das ist wie jemand, anstatt die Predigt in der Kirche, anstatt in dem Latein zu predigen, beginnt
aber einfach auf Plattdeutsch oder Bayerisch oder Schwäbisch vermitteln. Diese Menschen waren sehr wütend auf ihn, weil er schien irgendwie ganz durch seine Umgangsweise die Existenzgrundlage von denen zu gefährden. Und manche waren sehr wütend und sprach wütend auf ihn. Und einer war so wütend, er spuckte auf ihn. Das war eine Art, diese Gefühle so zu ausdrücken. Buddha schaut ihn an und fragte, haben Sie noch etwas zu sagen? Dieser Mann konnte nicht das glauben, dass er immer so reagiert, weil das war ein starker Ausdruck von Hass, aber Buddha nahm was anderes wahr. Und er war schockiert, dass jemand ohne gleich zurückzuschlagen oder zu kämpfen, auf diese Weise ihn anspricht. Am nächsten Morgen kommt er wieder zum Buddha und sagte, bitte entschuldige mich. Ich habe dich nur von meinen Vorstellungen betrachtet, aber gestern habe ich gesehen, der hat von einer anderen Tiefe. Das ist nicht irgendwas Gelerntes, was du da widerspuckt. Du hast etwas eingesehen und ich habe das gemerkt. Bitte vergib mir. Und er wurde eine Schüler von Buddha. Wir brauchen das zu sehen, dass ein anderer Umgang mit denjenigen, die gegen uns sind, ist ein bewusster Umgang. Und das ist erst einmal eine Arbeit an uns selbst. Und das schafft die Grundlage für eine gesunde Entwicklung, was für alle Beteiligten von Bedeutung sein kann. Haben wir noch ein paar Minuten? Ja. Ich möchte dazu kurz, was ich auch gestern erwähnt habe, nochmal erwähnen, weil manche von euch waren nicht da. Wenn man eine Situation erlebt, wo wir verletzt sind, wütend waren, traurig wurde und auch in Reaktion verstrickte und hinterher irgendwie uns bereuen. Ich wollte nicht auf diese Weise reagieren, das war nicht, aber ich konnte nicht anderes. Denn das ist gut, wenn man Zeit nimmt und die ganze Situation nochmal vor den inneren Augen langsam vorbeikommen lassen. Wie wenn man einen Film zurückspult und in Zeitlupe das nochmal abspielen. Was geschah alles in mir? Was war alles, was in mir berührt ist? Es ist kein Analysieren, es ist nur eine Beobachtung von alles, was da ist. Und diese Art von Beobachten von alles, ohne sich zu entschuldigen oder jemanden zu entschuldigen. Das ist kein Versuch, irgendwelche Urteils zu fallen oder irgendjemanden zu bestrafen, sondern einfach wahrnehmen von alles, was da in dieser Situation entstanden ist. Nächstes Mal wird man etwas früher wachsam. Wenn man das längere Zeit wirklich in Praxis umsetzen, dann geschieht irgendwann, dass auf einer Seite kommt die Reaktion, auf der anderen Seite ist auch die Wahrheit da, dass wir sehen können. Ich muss nicht in diese Reaktion hineinfallen. Ich kann das beobachten. Und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich zu antworten.
Nicht reagieren, nicht blind reagieren, nicht automatisch reagieren, sondern antworten. Und manchmal die Antwort kann auch eine laute, ernste Miene sein. Das ist nicht ausgeschlossen. Dann haben wir das ganze Spektrum von Gefühlen, wie die alle Farben des für den Maler offen. Aber wir gehen nicht blind damit um. Manchmal braucht man jemanden laut anzuschreien, um ihn von dieser Unsensibilität ein bisschen herunterzubringen, sodass man hinterher in einen richtigen Rahmen das ansprechen kann. Deshalb, es ist nicht, dass man muss immer irgendwie nett sein, freundlich sein und alles auf einem ergehen lassen. Das ist keine Antwort, das ist auch eine Haltung. Es ist wichtig, dass wir wirklich präsent sind und wahrnehmen, was alles in einem so abspielt. Und dadurch kann eine Entwicklung geschehen. Und das so eine Hilfe ist, wenn man auch, wenn keine Problematik da ist, keine große Drama da ist, dass man jeden Tag Zeit nimmt, alles, was in einem abspielt, zu beobachten. Alles wahrnehmen. Und das bildet die Grundlage auch dafür, dass in solchen Momenten, wo wir wirklich präsent sein sollen und betrachten sollen, leichter alles wahrnehmen zu können. Gibt noch irgendwelche Fragen oder ist es von der Zeit? Warum denn dieses ganze Spiel mit der Illusion? Ich muss einen Witz von Hegel, das Schreckliche, erstmal ansprechen. Hegel, das Schreckliche, diese Comicfigur, schaut nach Himmel und fragt, warum ich, warum ich? Und dann donnert von dem Himmel eine Laute und sagt, warum nicht, warum nicht? Man kann das nicht wirklich antworten, aber Spaß kann man trotzdem haben. In der indischen Mythologie gibt es einen Spruch, einen Ausdruck, dass Gott fühlt sich so allein in diesem nicht-dualistischen Zustand und habe sich entschieden, sich als Mann und Frau im dualistischen Prozess in Manifestation zu kommen. Deshalb, im Indien gibt es auch kein Bild von Gott, halb Mann, halb Gott, Ardhanarishwar. Das sind keine Erklärungen, aber es sind eine poetische Art, etwas hinzuweisen. Das Leben ist viel tiefer, viel geheimnisvoller. Wenn wir die Frage warum stellen, wir versuchen logisch, rational eine Erklärung zu finden, als ob wir können alles erklären. Aber die Tatsache ist, dieser logische Aspekt ist auch nur ein Spiel. Das bringt uns nicht die ganze Wahrheit, aber es ist erforderlich, um unsere Entwicklung als Mensch zu ermöglichen. So kann man sagen, das ist ein Wunder. Und wenn man das auf die Spur kommt, ist man unvorstellbar dankbar. Deshalb, unsere Aufgabe ist es, mit der Realität tiefer zu befassen, zu erfahren, was wir sind, was tatsächlich ist. Und dann, wenn noch die Frage da ist, dann wir können noch mal Zeit nehmen. Gibt es irgendeine andere Frage oder etwas anderes noch in jemandem? Wir haben diese Erkenntnis von unserem Selbstbild, das auf Konditionierung und Prägung und andere unterbewussten Mechanismen, Dynamiken zurückzuführen ist. Wir haben dieses Bewusstsein, dieses Beobachtersein auf der anderen Seite. Und ich habe das jetzt schon oft gehört, dass dieses Loslösen von diesem Ich-Konstrukt mit dieser Suche nach Wahrheit gleichgesetzt wird, mit dieser Suche nach dem wahren Ich.
Was ich mich frage, ob es dieses wahre Ich überhaupt in der Form geben kann, dass man es auch so finden kann und dass diese Bewusstseinserweiterung vielleicht auch einfach nur so ein Prozess ist, der auch gar keinen Endpunkt hat, wo es auch nichts zu finden gibt, weil es immer noch eine nächste Stufe geben wird. Das Denken ist auch ein Denken im Zeit. Und die Zeit ist auch sehr relativ. Die Vorstellung von Zeit haben wir die Möglichkeit, das zu haben, weil Leben hat die Grundlagen dafür erschaffen, dass die Erde um sich selbst dreht und um die Sonne bewegt. So, wir haben die Möglichkeit zu sagen, da ist ein Tag und Nacht und Jahreszeiten und ein Jahr. So, wir errechnen das auf diese Weise. In der Kosmos gibt es Zeit. So, wir können über Zeit nur in relativen Sinne sprechen. Geburt und Tod, das ist der vergängliche Prozess. Da ist Zeit im Spiel. Aber wenn man davon eine Vorstellung einfach reinbringen, etwas, was nicht zum Zeit gehört, etwas, was nicht zum Tod gehört, wenn es da ist, dann diese Frage lösen sich auf. Und wir erfahren das. Diese Erfahrung von wer wir sind, ist auch die Erfahrung von der Grundlage des Lebens, weil wir existieren nicht getrennt von dem Schöpfer. Alles, was man da in diese Richtung sprechen kann, ist nur Andeutungen und poetische Hinweise. Jeder muss das selber erfahren. Das ist keine Wissen, was man darüber sammeln kann und erledigen kann. Wenn man hungrig ist, man muss die Nahrung zu sich nehmen. Diskussion über Menükarten und Kochbücher, das ist keine Lösung. Das kann ein bisschen gemacht werden, um den Appetit und die Vorbereitung und alles schöner werden zu lassen, aber jeder muss diesen Schritt zur Realität nehmen und nur dann ist die Antwort da. Die Antwort ist nicht die Antwort, was jemand anderen einem geben kann, die Antwort ist, was wir in uns erleben werden. Und das ist, was in unserer inneren Stille erfahrbar sind. Wenn der Verstand schweigt, wir in keinerlei Weise mit das, was da ist, einmischen. Wir sind offen und empfänglich, um das, was Leben ist, das, was wir sind, zu erfahren. Und das ist dann kein Glaube oder das ist nicht ein Gedanken darüber. Das ist deutlich, das ist klar. Da ist kein Zweifel darüber. Wir haben so viel für heute. Ich freue mich, dass wir auf dieser Reise zusammenkommen.